Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das letzte Dog-Special-Video im Jahr 2025 und mit diesem möchte ich Sie nicht zu lange belästigen. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt, wie Luca Brasi einst auch meinte. Ja, ein ganz kurzer Rückblick, ein ebenfalls kurzes Statement von mir dazu und meine Info an Sie, wie es 2026 dann weitergeht. Und zum Abschluss eine Sache, die in dieser Form noch nicht auf Dog Special erschienen ist, für mich aber eine Herzensangelegenheit darstellt. Also, bis gleich. Nun, 92 Videos haben wir dieses Jahr bei Dog Special rausgehauen. Wir haben ganz schön fest Gas gegeben, möchte ich meinen. Alle diese Videos haben mir wahnsinnig Spaß gemacht und bei allen war ich auch mit Herzblut dahinter. Und doch sind es die Videos mit den Themen rund um die Hundehaltung, welche für mich die wichtigsten auf meinem Kanal sind. Ja, hier 8 Thumbnail-Beispiele von einigen dieser Beiträge. Ja, die lasse ich hier kurz mal stehen. Ich habe dieses Jahr wieder tolle Hundemenschen kennenlernen dürfen und das wiederum bestärkt mich immer wieder in meinem Glauben, dass es noch genug Menschen da draußen gibt, die das Herz am rechten Fleck haben. Ich müsste noch mal nachsehen, aber ich denke, Dog Special existiert jetzt etwas über 2 Jahre. Und es fällt mir nicht immer leicht, am Ball zu bleiben. Einigen von meinen Freunden habe ich das schon gesagt. Aber ich gebe mir Mühe, das Projekt auch 2026 am Laufen zu halten. Ne? Eventuell werden einige Dinge wie Schnitt oder ähnliches verändert, aber sonst bleibt alles beim Alten. Wir werden weiterhin Rasseporträts und Themen rund um die Hundewelt sehen. Ich werde die drehen. Das ist der Plan. Nun zu dieser Herzensangelegenheitsgeschichte. Ich habe schon in mehreren meiner Videos gesagt, dass ich ja auch theoretisch viel mit der Kynologie zu tun habe. Klar, ich bin Betreiber eines Hundekanals auf YouTube. Ich muss mich durchs Netz durchrecherchieren. Es genügt häufig nicht, in meinen alten Notizen herumzukramen. Ich muss auch zu moderneren Mitteln greifen, um meine Erinnerungen aufzufrischen. Ja, und da komme ich halt permanent in Kontakt mit verschiedensten Seiten, die das Thema Kynologie behandeln. Und vor einigen Tagen wurde ich auf eine Facebook-Seite aufmerksam, welche ein Herr betreibt, der von Deutschland zusammen mit seiner Gattin nach Bulgarien ausgewandert ist. Das ist ein Mann, der sich dazu entschlossen hat, den armen Hunden Bulgariens zu helfen. Ja, es gibt viele solcher Menschen da draußen, die alle meinen höchsten Respekt haben. Ich habe auch schon auf vielen dieser Seiten von solchen Menschen herumgestöbert, mir das alles durchgelesen. Das ist immer eine Sache, die mir psychisch schwer zu schaffen macht. Also ich komme nicht nur mit den schönen Dingen der Hundewelt in Berührung, seit ich Dog Special betreibe, sondern auch mit herzzerreißenden Themen. Also häufig sehe ich Dinge, wo Hunde schwer misshandelt werden, aber ja, was soll ich Ihnen sagen? Das sind alles Sachen, die ich gleich mal wochenlang im Kopf mitnehme. Ich möchte Ihnen Details ersparen, aber erst vor einigen Tagen habe ich da wieder einen Bericht gelesen mit Fotos im Anhang.
fürchterliche Geschichte. Also der Mensch kann das grausamste Monster aller Lebewesen auf diesem Planeten sein, aber das ist nichts Neues. Ja, nun zurück zu dieser Herzensangelegenheit. Ich kenne diesen Herrn nicht persönlich, habe absolut nichts mit ihm zu tun. Das Einzige, was uns beide miteinander verbindet, ist ein kurzer Schriftverkehr, in dem ich ihn in der Kommentarspalte eines seiner Videos den Vorschlag mache, seine Sache auf Dog Special vorzustellen. Er hat mir geschrieben, ja, das wäre sehr nett von mir und das möchte ich heute tun. Schauen Sie, der hat mittlerweile 21 Hunde, um die er sich in Bulgarien kümmert, finanziert das alles mehr oder weniger völlig alleine, bekommt zwar Spenden, die sind aber alle nur ein Tröpfchen am heißen Stein. Den Stein meinerseits ins Rollen brachte das letzte Video, das ich auf seiner Seite sah, in welchem er von einem Hund spricht, der stundenlang in der Kälte, nasskaltes Wetter, ja, da irgendwo in einem Hof sitzt und erbärmlich weint. Ein Welpe mit vielleicht, ich schätze ihn so auf 10 Wochen, ich habe nicht gefragt. Er nennt ihn Ulrich, denn er hat diesen Welpen aufgenommen. Ich möchte Ihnen jetzt kurz mal ein kurzes Video von diesem Welpen zeigen, der da in Bulgarien in irgendeinem Hof auf die Straße gesetzt wurde, der ja frierend, leidend, erbärmlich weint, also wirklich bitterlich weint. Danach sehen Sie ein Video von diesem Herrn, dessen Facebook-Seite ich während des Videos einblenden werde, also den Namen seiner Facebook-Seite, wie er sich zu gewissen Dingen erklärt. Und dazu fühlt er sich gemüßigt, da es anscheinend Leute gibt, die ihm das Ganze nicht wirklich abnehmen und ihm beschuldigen, aus diesem Ding, aus dieser Sache, die er da macht, nur Geld zu schöpfen. Sie verstehen, was ich meine. Ich tue mir manchmal schwer, Dinge so zu erklären, wie ich sie vom Herzen rausschleudern möchte. Aktuell jetzt, wo Sie mich gerade sehen, wo ich da mit Ihnen spreche, habe ich diese Seite in meinem Kopf, dieses Video von diesem Ulrich, wie er diesen Hund nennt, und die Schicksale der Hunde, von denen er erzählt, das läuft mir jetzt gerade, wo ich dieses Video drehe, alles wie ein Film ab im Kopf. Deswegen stocke ich manchmal etwas beim Reden. Mir gehen solche Dinge extrem ans Herz. Ja, die belasten mich extrem. Ich würde sie alle retten, wenn ich könnte. Es ist mir nicht möglich, mich derartig aufzureiben, so zu opfern, wie es zum Beispiel dieser Herr tut. Ja. Viele dieser Leute reiben sich völlig auf. Ja. Also ja, nach dem Video dieses kleinen Ulrichs sehen Sie den Herrn, wie er sich zu gewissen Dingen erklärt. Er fühlt sich dazu gemüßigt, weil ihm vorgeworfen wird, er macht aus dieser Sache eine Geldsache. Also er schwindelt sich Geld. Schauen Sie, ich kenne ihn nicht. Hier gehe ich nach Bauchgefühl. Ja. Für mich wirkt er authentisch, für mich wirkt er ein Mensch, der einfach nur Hunden helfen möchte, der finanziell schwer zu kämpfen hat und sich für Hunde mehr oder weniger aufreibt. Ja, so wirkt er für mich. Nach dem Video, wo er sich zur Sache erklärt, sehen Sie noch ganz kurz den kleinen Ulrich, nachdem er von diesem Herrn gerettet wurde. Und dann folgt noch ein kurzes Statement dazu von mir. Also beginnen wir jetzt mit dem kleinen Ulrich. Anschließend kommt die Erklärung dieses Herrn. Dann sehen wir nochmal den kleinen Ulrich und dann sehen Sie wieder mich. Also los geht's. Liebe Community, ich bin der Jens. Ich habe Fury Friends Help Bulgaria in die Welt gerufen. Und zwar vor 4 Jahren, wo wir von Deutschland nach Bulgarien ausgewandert sind. Und ich wollte mich jetzt mal wenden an die Menschen, die hier dumme Kommentare abgeben. Also vor 4 Jahren sind wir nach Bulgarien ausgewandert. Unser Grundstück ist komplett bezahlt.
Wir müssen nur Strom und Wasser zahlen. Und ich war ja immer schon tierlieb. Und bei meinen Eltern zu Hause damals, wo ich noch etwas jünger war, durfte ich keine Haustiere haben. Und wie gesagt, wo wir vor 4 Jahren ausgewandert sind, haben wir das ganze Elend hier in Bulgarien gesehen. Also nicht nur die schönen Seiten, sondern wenn man mal ins Hinterland fährt, in die Dörfer, dann sieht man erst das Elend und wie dann auch mit den Tieren umgegangen wird. Also das sind alles nur Nutztiere. Ein Hund, das ist eine lebende Alarmanlage für die Menschen, für die meisten Minderheiten hier. Der muss an der Kette sein ganzes Leben lang die Hühner und die Gänse und die Truthähne bewachen. Schlafen meistens nur in einem Eisenfass. Also eine Hundehütte haben die meisten nicht. Und ich konnte, wo ich hierher gekommen bin, das ganze Elend nicht mehr ertragen und bin dann selbst in die Gänge gekommen, zur Tat geschritten. Und bei manchen Menschen fehlt das leider, da die Bequemlichkeit dann durchkommt. Und hier gibt es halt wirklich einige Menschen, die unter aller Sau was von sich geben. Und also wir haben hier 1800 Quadratmeter großes Grundstück. Und das ist alles mit einer Mauer umgeben, also total erschlossen. Wir haben oben ein Haus, wo wir wohnen, und unten haben wir ein Gästehaus noch zum Vermieten für Touristen. Und dann haben wir eine Sommerküche noch, also das ist so ein kleines Häuschen, wo man im Sommer drin sitzt und grillen kann und Feste machen kann. Und das habe ich aber umfunktioniert als Hundehaus. Und wir haben mittlerweile jetzt mit dem Kleinen, den wir gestern gefunden haben, 21 Hunde. Und seit 4 Jahren versuche ich den Tieren zu helfen, also besonders den Straßenhunden, und die sind alle unkastriert. Wir nehmen die auf, dann werden sie zum Teil angefahren und liegen gelassen, angeschossen, man schießt auch hier auf Hunden. Und was eigentlich verboten ist, da sie ja unter der Rubrik Haustiere eingegliedert werden, aber trotzdem gibt es in manchen Orten Jäger, die dann trotzdem im Ort auf die Haustiere schießen, was eigentlich verboten ist. Ja, und vor 4 Jahren habe ich angefangen, diese ganzen schweren Fälle bei mir aufzunehmen. Also Hunde, auf die man geschossen hat, Hunde, die angefahren wurden, Hunde, die kein Zuhause haben, die total abgemagert sind, und vor allen Dingen jetzt im Winter, jetzt fängt der Winter wieder an. Den kleinen Ulrich, den wir gestern gefunden haben, der hat auch hier in der Straße gegenüber auf einem Grundstück geheult wie ein Schlosshund eine ganze Nacht lang. Und ich habe gerade jemanden aus der Schweiz bei mir im Gästehaus, eine Familie, die aus der Schweiz ausgewandert sind, die suchen sich jetzt hier ein Grundstück. Und in der Zeit, wo die sich ein Grundstück anschauen und kaufen wollen, tue ich die begleiten. Ich mache da wie so eine Art Einwanderungshelfer und tue sie beraten bei allen Formalitäten. Und er hat gestern das Video gemacht, der Roland, und hat mir mitgeteilt, dass an dem Grundstück weiter vorne auf der anderen Straßenseite ein Hund seit letzter Nacht sitzt und heult. Und ich bin dann hin und habe den rausgelockt und habe ihn dann bei mir aufgenommen. Das war der kleine Ulrich. Und wie gesagt, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, da nicht wegzuschauen und die Tiere zu versorgen. Wie gesagt, die sind alle nicht kastriert. Wir finanzieren das, weil wir wirklich fast keine Spender haben und weil wir auch nicht so bekannt sind. Wir zahlen das aus eigener Tasche, und es gibt noch viele andere Deutsche hier, die sich um die Hunde in Baltschik kümmern, die sich um die Katzen kümmern. Es gibt auch Engländerinnen und Engländer, die sich um die Hunde kümmern und um die Katzen. Und ich mache das hier im Dorf mit den Straßenhunden. Und wie gesagt, ich mache das seit 4 Jahren. Also wir nehmen Hunde auf, die schwer verletzt sind. Wie gesagt, angeschossen, angefahren. Ja, und natürlich, um vielleicht so eine OP zum Realisieren, ist man auf Menschen angewiesen, die vielleicht den einen oder anderen Euro übrig haben. Und wie gesagt, also wir hatten jetzt
eine Frau hier auf unserer Seite, die gepostet hat, ja, umso kleiner der Hund, umso besser fließt das Geld, und hier fließt überhaupt kein Geld. Ab und zu mal, also der Roland hat mir gestern 100 Euro gespendet, den ich im Gästehaus habe, und ich kann euch genau sagen, wie viel Spenden gestern für den Ulrich eingegangen sind. Das waren 20 Euro. Und 20 Euro, da habe ich für den Ulrich im Laden bei uns einen Futtersack gekauft, Welpenfutter, 10 Kilo, und da kostet der Sack schon 16 Lever. Also das sind umgerechnet 8 Euro. Ne? Und 20 Euro sind eingegangen. Also wir kriegen so gut wie keine Spenden, was eigentlich wünschenswert wäre. Also manche Videos, wie gestern, das Video vom Ulrich, was ich gepostet habe, hat, glaube bis Nachmittag 650 Zugriffe gehabt. Wenn da jeder einen Euro spenden würde, dann könnte man hier viel realisieren. Und wie gesagt, also ich nehme das nicht auf mich, die ganze Arbeit, um mich hier persönlich zu bereichern. Also bereichern kann man sich da bestimmt nicht, da kaum Spenden eingehen, sondern ich mache das aus Überzeugung, weil ich einfach keine ruhige Nacht schlafen könnte, wenn ich nicht wüsste, dass es dem Hund da draußen, den ich gesehen habe, der verletzt ist, nicht gut geht. Und solange ich nicht selber vor die Hunde gehe und ich das finanziell stemmen kann, was wir ja zurzeit machen, ich und meine Frau, wir finanzieren das alles selber aus unserem eigenen Geld. Und meine Frau geht auch in Deutschland noch arbeiten, die kommt alle 2-3 Monate. Und ich tue nur halbtags arbeiten. Und da ist man manchmal schon am Knabbern mit 21 Hunden. Und wenn man dann noch irgendwelche schweren Fälle aufnimmt, wie zum Beispiel, dass eine OP ansteht, und auch eine schwere OP, wenn der Hund angeschossen wurde oder schwer verletzt ist, dass er angefahren wurde, dass die Knochen wieder gerichtet werden müssen und verschraubt werden müssen, auch das kostet ein bisschen Geld in Bulgarien. Das ist zwar nicht so teuer wie in Deutschland, aber das kostet alles Geld. Ich habe 21 Hunde mittlerweile. Die brauchen immens Futter im Monat. Dann steht vielleicht eine OP an. Dann muss man schauen, dass man das Geld zusammenkriegt, weil vorher wird in Bulgarien nicht operiert, weil erst wenn das Geld auf dem Tresen liegt, dann operieren die. Und nochmal, also das ist eigentlich schon eine Frechheit, wenn man sowas von sich gibt. Wie gesagt, wir zahlen ja alles aus eigener Tasche, wir machen das aus tiefster Überzeugung, und wünschenswert wäre Spender, weil ohne Spender können wir hier nichts realisieren. Und zum Glück haben wir, bei der ersten OP habe ich die Hälfte von der OP reingekriegt, die andere Hälfte haben wir selber gestemmt, und bei der zweiten OP, wo der Hund angefahren wurde und das ganze Becken gebrochen war, die OP hat 5000 Lever gekostet. Das sind 2500 Euro. Und das ist hier die Sarah. Ja, auf die ist geschossen worden und dann eingeprügelt worden. Die kann hinten nicht mehr laufen. Die kriegt immer Windeln. Aber der haben wir auch die OP ermöglicht auf eine Chance von 5%, dass sie irgendwann wieder laufen kann. Und mittlerweile ist es so, dass die sich richtig gut erholt hat und auch von alleine aufsteht und 2-3 Schrittchen macht. Und wie gesagt, also das ist ja nicht nur, dass man einen verletzten Hund hilft und eine OP zusammenkratzt, sondern es sind ja auch die Futterkosten für 21 Hunde jeden Monat. Und dann noch die Tierarztkosten. Der Hund muss auch mal zum Arzt, der muss geimpft werden, der muss gechippt werden, der hat vielleicht eine Krankheit. Das ist zwar nicht so teuer wie in Deutschland, aber das kostet alles Geld. Und ich kann das auch nur machen, wenn ich Spender habe. Ich könnte noch viel mehr machen, aber ich muss schauen, ich muss selber Grenzen ziehen. Ich kann nicht jeden Hund aufnehmen, obwohl mir das sehr schwer fällt. Also die ganz schweren Fälle nehme ich schon auf, aber man kommt auch selber an seine Grenzen und man muss halt aufpassen, dass man nicht selber vor die Hunde geht. Ich meine, es ist immer bequem, von zu Hause irgendwo in dummes Senf abzugeben, aber kommt mal selber in die Gänge. Macht es selber mal, halst euch das mal selber auf, die ganze Arbeit. Und dann will ich euch mal sehen.
Und eins könnt ihr mir glauben, es gibt so viele Menschen, die das machen. Also die machen das bestimmt nicht, um sich zu bereichern. Nochmals, also wir kriegen fast wie keine Spenden. So, unser kleiner Ulrich, dem geht's super. Ja, hat sich an unsere Lucy geschmust, wie eine Ersatzmama. Ja, wir haben ihn gebadet, abgetrocknet, Entwurmungstablette gegeben. Und dann bin ich extra nochmal bei uns im Dorfladen, habe Welpenfutter gekauft. Ja, liebe Zuseher, also bei diesem kleinen Wurm, ja, da zerreißt es einem schon das Herz. Das sind schon arme Tröpfe im Osten. Ich weiß es, ich habe mich lange mit dem Thema Straßenhunde Rumäniens befasst. Vito ist der Abkömmling von rumänischen Straßenhunden. Schreckliche Geschichte, teilweise, wie dort unten mit den Hunden umgegangen wird. Ja, gehen Sie mit dieser Sache um, wie es Ihnen am besten erscheint, wenn Ihnen diese Geschichte so authentisch erscheint wie mir, ne? Und Sie mit einer guten Tat ins Jahr 2026 starten möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit diesem Herrn über Facebook auf, denn andere Daten habe ich selbst nicht. Ja? Und ich bin mir sicher, er würde sich sehr darüber freuen. Ne? Ich versuche meinen Beitrag dazu über dieses Video zu leisten. Ja, und so viel dazu. Das war mir eine Herzensangelegenheit. Nochmal, das sind wirklich arme Geschöpfe. Diese kalten aus den Schneuzler im östlichen Europa, nicht nur dort. Ja, lassen wir das. Liebe Zuseher, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, wo natürlich auch Ihre Hunde dazu zählen, das muss ich ja nicht extra dazu sagen, einen guten Rutsch und ein fröhliches neues Jahr. Viel Glück, Gesundheit und mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Das wünsche ich Ihnen vom Herzen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Das war's schon wieder.